Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir einmal, wie man so eine verstellbare Steckschließe anbringt. Viel Spaß! Das hier ist mein Windbreaker Chance Schlupf, einmal praktisch zusammengetüdelt in der Tasche, und an dem Gummiband ist eine tolle Steckschließe dran, damit man das nicht immer irgendwo drüber ziehen muss, sondern bequem öffnen und schließen kann. Und man kann auch noch hier einmal an diesem Regler das Ganze auf eine andere Größe bringen. Wie jetzt das Gummiband durch diese einzelnen Teile der Steckschließe durchgefuddelt werden, damit man das entsprechend dann auch so verwenden kann und das nicht immer von alleine wieder auf und zu geht, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt in diesem Video. Und alle Infos rund um den Windbreaker Chance Schlupf findest du auch nochmal unten in der Infobeschreibung. Den kompletten Windbreaker kann ich jetzt vorne durch den Reißverschluss ganz praktisch klein in dieser Tasche verstauen und mit den Gummibändern dann entweder um die Hüfte tragen oder aber auch um den Rucksack binden. Jetzt muss nur noch der Verschluss richtig eingefädelt werden. Dafür nehme ich mir die eine Seite von dem Gummiband, gehe erstmal von innen nach außen und dann von außen wieder nach innen, fixiere das da mit einer Klammer und nähe es im Anschluss fest. Zum Zusammennähen habe ich jetzt hier einen dicken Zickzackstich ausgewählt und halte etwas Abstand zu der Schließe. Das kommt aber auf das Projekt drauf an, wie eng das an dem Plastik zusammengenäht werden soll, und es gibt auch noch verschiedene andere Stiche, mit denen man ein Gummiband zusammennähen kann. Mir reicht hier aber der breite Zickzackstich, und alles, was unten an Gummi dann noch übrig steht, wird im Anschluss abgeschnitten. Auf der gegenüberliegenden Seite nehme ich mir zuerst diesen Schieber und fädle ihn auch erstmal von innen nach außen und dann wieder von außen nach innen und gehe jetzt durch das Schloss von außen nach innen und muss das Ende jetzt noch einmal durch meinen Schieber durchschieben. Und dafür lockere ich das Gummiband an dieser Stelle nochmal ein bisschen und gehe den Weg jetzt noch einmal genauso, wie ich ihn eben hingegangen bin. Also ich gehe von innen nach außen, ziehe mir hier das Gummi etwas durch und gehe von außen wieder nach innen einmal dadurch. Und das Ende, das ziehe ich jetzt in die linke Richtung. Das heißt, da an der Stelle wird das einmal entsprechend festgenäht. Und durch diesen Schieber habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Gummiband in der Größe etwas zu verstellen, entweder etwas enger oder etwas weiter. Zum Zusammennähen habe ich hier auch wieder einen breiten Zickzackstich ausgewählt und ich gehe jetzt so über die beiden Gummis drüber, dass ich, wenn ich rechts einschließe, nur eine Gummilage habe, sodass ich hier das Ende des Gummis richtig gut und sauber mit einfasse, also nichts nachher dann abschneide. Hierbei darauf achten, dass wirklich nur diese beiden Gummilagen zusammengenäht werden und man nicht aus Versehen noch die dritte Lage mit festnäht, denn dann würde sich das Ganze nicht mehr in der Größe verstellen lassen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao!